24 Angler. Wegfisch, vamos. 12 Teams. 8 Nationen. 2 Gewässer. Ja! 1 Zielfisch. Und ein Pokal. Der YPC Bass 2024 wird euch präsentiert von B1 Boots Center. Wir bauen dein Boot. Hearty Wise, feel the difference. Und LMAB, every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 8. Episode des YPC Bass 2024 und damit zur Entscheidung in der Gruppe B. Wenn man einmal von den immer hungrigen Oriana-Zandern absieht, muss man sagen, für die meisten Teams lief der Vormittag am 2. Turniergewässer ziemlich mau. Nur Ilex und Tritoncell konnten jeweils 2 gute und 2 richtig gute Black Bass fangen und liegen fast gleich auf an der Spitze. Team Lure Drop auf Rang 3 hat mit einem kleineren Exemplar immerhin gepunktet. Bei den anderen 3 Duos hat kein weiterer Wertungsfisch aufs Board gefunden. Zek kann sich mit 2 gefüllten Topwater-Slots und dem größten Upgrade-Potenzial allerdings noch realistische Chancen aufs Finale ausrechnen. Headbanger und Hearty Rice brauchen einen galaktisch guten Nachmittag fürs Weiterkommen. Bevor es losgeht, ein kurzer Blick auf die Karte. Zek fischt wie schon am Morgen an einem nördlichen Ausläufer der Ostseite. Ilex und Lure Drop befinden sich noch ein gutes Stück weiter östlich. Headbanger nutzt die Power Hour, um interessante Strukturen im Niemandsland der westlichen Seeseite zu erkunden. Tritoncell angelt jetzt im Norden der Westseite, nicht allzu weit von Johann und Christopher, die das Ufer dort schon seit dem Morgen recht erfolglos beackern. Eigentlich müssten sie zeitnah zur Hail Mary ansetzen. Back to the new spot. Yeah. New spot. New strategy. Yeah, new strategy. But I don't know how the others do because we don't know it at the This is second not day. important. We have to do the best of us, Oui. like every time. So let's do it. Fingers crossed for us. Cheers, guys. See you later. Willkommen zur letzten Episode der Gruppe B vor dem Finale. Noch müssen wir wahrscheinlich ganz schön ackern, um da reinzukommen. Hier in der Nähe von uns fischt auf jeden Fall Daniel, an den sind wir gerade vorbeigefahren, Daniel und Paul. Und an einem anderen Spot, wo wir eigentlich hin wollten, steht, ich denke, es müsste Fred sein. Louis ist vorhin auch hier aus der Ecke rausgefahren. Das Wasser ist hier deutlich drüber, wie wo wir morgens gestartet sind. Der See hat so 2, 3 Gesichter, der wird immer drüber, umso weiter man Richtung Fluss quasi fährt. Das Schöne ist, wir haben ein bisschen Wind, das könnte helfen. Und wir werden jetzt hier mal versuchen, die Karte voll zu machen. Ja, es geht weiter auf der Suche nach aktiven Fischen. Sido sagt, es ist heute wieder ein tougher Tag hier an dem See. Man kann Fische fangen, man muss aber viele Spots ausprobieren. Wir betreiben eine Art von Powerfishing, schnell geführte Köder und versuchen, den ein oder anderen hungrigen Fisch zu erwischen. Ja, ihr wisst, er hat mir diesen Köder heute Morgen gegeben. Ich werde ihn so lange angeln, bis er sagt, jetzt darfst du was anderes fischen. Sido darf ein bisschen was ausprobieren. Er wechselt immer zwischen einem Chatterbait und auch einem Propbait. Ja, mal gucken, ob der Plan noch aufgeht. Es wäre wirklich ein Traum, die Fullcard zu schaffen. Ja, einfach werfen. Werfen, werfen, werfen. Tú por fuera. Yo a la derecha? Sí. En paralelo, a la altura del barco. Vale. Hey guys, welcome back to this new episode. We're still here, we're still looking for that big bite. We didn't have so much success in the first half of the day. Now we are fishing like deep offshore structure and hopefully we get back on the game because we are kind of lost in this first half of the day. Absolutely, I believe at this stage of the game we definitely need 1 or 2 fish to get us back into the top 3. Fish. Yeah, man. Indirect, that's under. Directly as under to start the show. Directly as under. Ja, die Nerven liegen jetzt mittlerweile relativ blank. Das ist eine schwierige Situation. Die Bass beißen nicht gut bei uns. Wenig verloren, also wir haben einfach sehr, sehr wenig Bisse bekommen bis jetzt heute. Weit.
Got it. Whoa, that's a big one, man. It took you some line immediately? It's a bass, it's a bass, it's a bass. Yeah! Get the net, get the net. Boom! Boom, it's not a bit so big as I thought. Improving something, I guess. Ah, good job, man. 0.57. Okay. Not gonna really help, I don't think. No. Up. But a bass again. Go and grow up. At least that's a zander and a bass very quickly to start. Yeah, man. Maybe this fish are starting to turn on. You're starting to heat up now. Ah. When Daniel starts to catch fish, careful, they are in danger, man. Ja, dieses Free Rig, it's been working well die ganze Woche tatsächlich. Ich mag die Technik. 3,5 Gramm Bullet. Nicht Bullet, so free weight. Got something. Ja. Zander. Zander. Oh. Good zander on the jerkbait. Yeah. Oh, what a take. Wow, the fish are biting. The fish Yeah, are they are biting. biting. It's a good sign. Oh, come on, we need look a at this bass. jerkbait. Head first, man. That's the good bite. I wait like jerk, jerk. And you know on a jerkbait, they like to bite it on the pose. And I posed it and went like boom. Ja. On a regular day you have fun catching zander. Oh yes. Not today. Alter, das geht mir so auf den Sack mit dem Ding hier. Der ist nur am Eier, ne? Fisch. Schwarzbarsch? Nein, Zander. Zander. Nein, doch Zander. Ah, ich habe gedacht, ein Hecht. Schade. Und der muss dribbeln. Sonst eben habe ich gerade gedacht, es wäre schön, wenn er was zoppelt. Aber ich habe halt nicht gedacht, was. Fisch. Zander? Frank, ich weiß es nicht, aber es wäre gut, wenn ein Kescher kommst. Ja, habe ich schon. Nein, ist ein Zander, gehört kein Schlosser. Zander? Ja. Jungs, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ich meine, ich freue mich auch über Zander, gell, aber nicht ich reicht halt unbedingt einen Schwarzbarsch. Die machen mir nur mein Edward kaputt und das ist mein allerletzter in der Größe. Ja. Fisch. Das ist wieder ein Zander mit Sicherheit. Dann gucken wir, wie schwer das ist. Alles schöne Fische, gell? Jetzt hat der frisst wirklich mal komplett die... Leck mich doch am Arsch. Ähnliches Bild wie am Morgen. Aber jetzt strapazieren die Piranha-artigen Zander auch noch das Material und Markus Nerven. Bei Headbanger war das Kontingent schon in der letzten Folge annähernd aufgebraucht. Jetzt! Épuisez pas! Yes! What a disaster on the boat. I saw him! Man! That's the beginning of the relief. We managed to catch one. That's a keeper. Tell me. Yes. 560. Our first keeper. Yes. The good smell of the bass in the morning. Yeah. Yes. Bye-bye. Yes. End of the fun game. End of the fun game. Was lange währt, wird endlich, ein bisschen besser. Nach viel Frust schwebt nun wenigstens nicht mehr das Damoklesschwert der Punktlosigkeit über den Köpfen von Fred und Julot. Zeitgleich übt man sich bei Hearty Rice in positivem Denken. Can you imagine something better than standing on a boat with a good friend, having fun? Yeah, I can imagine. Okay, what? Huge bass on my boat, on your boat. It's gonna be Yeah, maybe better. this will be better. Me neither. Change? Ja. If you don't feel comfortable with the spot, stop and change. Matti angelt mit einem Shaky Head, ich versuche es mit einem leichten Texas Rig. Ich habe am Anfang mit 1,8 Gramm nur geangelt als Bullet.
gehe jetzt hoch auf 3,5, weil wir fischen hier etwas tiefer und es ist deutlich mehr Wind. So habe ich ein bisschen bessere Kontrolle über meinen Köder. Als Haken benutze ich jetzt hier den 1,0er Finesse White Gape Texas von Ilex. Und als Köder benutze ich einen Flickshake. Also was man auch sehr gut Wacky angeln kann. Auch Wacky auf dem Dropshot funktioniert dann aber auch als Texas mit Wurm. Und weil die Fische eben so vorsichtig sind, benutzen wir beide noch Nitro Booster für unsere Köder. Dass wenn sie sich entscheiden, das Ding zu attackieren, dann eben vielleicht doch ein bisschen länger drauf rumkauen oder es dann eben komplett nehmen. Einmal schön einschmieren, dass der ganze Wurm schön bedeckt ist. Und wir haben den Nitro Booster jetzt hier in der spanischen Sonne in unser Kühlfach gepackt im Boot, dass er eben ein bisschen fester bleibt. Einmal zack ins Eisfach und dann ist er schön cremig. So. Was sagen die Best zum cremigen Nitro Booster? Bite. Got it. Oh, Jesus. Finally. Go, 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 go. No. No, don't tell me. Not even a zander. The pike. I don't know, he's really rolling into the line. You get the bite and then it's a pike. Kleine Planänderung. Jetzt heißt es für uns beide Bladed Jigs. Das ist eine der Techniken, auf die Sido setzt, wenn es um große Fische geht. Wir fischen hier direkt durch Wasserpflanzen durch in dieser Bucht. Beim YPC Bass hat man so ein bisschen herausgehört, ist es nicht ganz so wichtig, die Full Cut zu haben. Wenn man 2, 3 Bomben auf der Karte hat, ist es sehr, sehr gut. Also 2, 3 große Fische und das probieren wir jetzt mal eine Stunde. Also wir fischen jetzt beide auf Big Fish. Oh, da hatte ich einen Biss. Aber wer weiß, was es war. Man kann natürlich auch mit dieser Technik Zander und Hechte fangen. Das war ein Biss. Era nuevo. Era nuevo. Es rajado, sí es rajado, además. Mira, está rascado. Sí, muy además. Ja, es ist so wie mit Schmiergelpapier aufgeraut. Das kann ein Bass gewesen sein, Freunde. So viel zum Thema Chatterbait. Mal gucken, ob er noch mal drauf knallt. Nein, das war Wasserpflanze. Got him. Yes. Decent? Zander. Oh. You fishing a rubber jig? Something like this, yeah. Big crayfish with like 10 grams, 11 grams. Now we go big or go home, I guess. We have found a good rocky area in the middle of nowhere and we're gonna try it. We only caught like really big fish in this spot, so we have high expectation now. Let's hope it happens. Ich glaube, wir müssen hier weg, wa? Schon mal ein bisschen größer. Ich angel mit dem Shaky. Aber der hat jetzt schon ein bisschen was abgekriegt. Ich habe mir extra hier noch einen Stopper vorgesetzt, damit der Haken etwas länger bleibt, wo er hingehört. Und lasse den schwerelos durchs Wasser treiben. Und kriege ihn links und rechts, also sprich 2 Schläge, dass er links und rechts ausbricht. Und das mögen die Schwarzbars eigentlich schon sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen können sie den Köder lange beobachten, wenn sie davor stehen und der wirklich schwebt und langsam zum Boden sinkt. Ja, hat schon viel Fische gebracht, aber irgendwie heute ist es ein Magnet für uns zu kleinen Schwarzbarsche. Boah, ey, das könnte Schwarzbarsche. Ja, aber 210 Gramm. Ups. Wo sind die Großen? Die müssten auch hier sein. Fish, fish. Ja. I think it's a zander. Oh, no. Maybe I get my the other one. Up. Small jack.
Small jack. Bye bye. Fish. Zander. Zander, Zander. Oh, Pike. shit, man. Pike time. Yeah. Pike again. Voilà. Hop, décroché. Hey. Yeah. No time to lose. Go back to the water. Bye-bye. You see that? That in the front? That there on the shore? That was our spot we want to go. Weed area. Weeded area and Nice fish. and a little wall, a flooded wall. Yeah, but there, yeah, are two carp fishermen. So we choose the next spot, very close to that. An old house. You feel it? No. Yeah. Yeah, you feel it? No. Yeah, I'm in. Cool. Not far away. Far away? 20 or more? 30. 30? Oh, tock tock. So, wir fahren jetzt auf einen tieferen Stelle. Deswegen machen wir jetzt auch den Live-Scope rein. Einfach zu helfen, um Struktur zu sehen. Und deswegen starten wir jetzt ganz offiziell den Power Hour. The structure is like just in front of us, in the middle of nowhere, like 15 meters from us, I think, a bit on the left. Let's see what says Mr. Garmin. He's got it, no? Then go for this one. You are a little bit up on the flat area, but you know here, careful. When he sees the boat, if it's not a Zander, he will go strong. Quickly get it. Blood is under, man. That adrenaline rush. But you are way out of the structure. It's a little bit more on the left. We just make our choice. We are fishing more open water than the rest of the morning. There is a little structure that's crossing the lake right here in front of us, and that's the reason why we, first of all, didn't took a fish, and second, we decide to use the power hour. So we are not only going to lose the fish, but we also see when we lose the fish. So our power hour starts now. Let's hope we can get them to bite well, not only to bite. Got it. Oh, it's gone. Wow. 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 So, jetzt sind wir am richtig geilen Spot. Den konnten wir vorhin nicht fischen, weil zwei Boote leider in dieser Bucht waren. Genau hier hatten wir gestern 4 Kontakte. Er hatte einen Fisch drauf, aber hat extra nicht angehauen, um den nicht zu vernageln. Und ich habe richtig Vertrauen in den Spot. Also wir haben hier so viele dicke Schwarzbarsche gestern gesehen. Jetzt muss noch mal einer rauskommen. Einer Topwater, einer mit dem Bladed Jig. Ja, ungefähr nach der Hälfte dieser Strecke, die wir abfischen wollen, wechseln wir, weil er hat so einen großen Prop-Bait, 15 cm groß, und dann switchen wir einmal. Mal gucken, ob wir einen bekommen. Ei. Ah, der hatte auf jeden Fall gutes Gewicht. Vielleicht fühlt er sich ja gar nicht als Zander. Vielleicht fühlt er sich eher als Schwarzbarsch. Kann man ja heutzutage nicht mehr so sagen. Naja, guter Biss. Letzte Woche habe ich mich sehr über solche Fische gefreut, als ich noch nicht mich angemeldet hatte für den YPC Bass. Da ging es bei mir hauptsächlich nur um die Zander hier. Nicht jeder fügt sich nahtlos in das strenge Korsett der Artenzugehörigkeit, aber zumindest für den YPC legen wir uns fest.
Zander bleiben Zander. Mittlerweile drohen denen allerdings existenziellere Probleme. Also wenn ich jetzt noch einen Zander fange, gell, Ja. dann lasse ich nie über die Klinge springen, ich schwöre das. Definitiv, dann nehme ich ihn mit. Ich frage mich gerade, ob das hier dieses trübe Wasser, das war doch deutlich klarer sonst. Ne? Ja, war klar, ja. Nicht, dass wir jetzt in die Zander machen wir halt mal da an die Dinge, an den Krautpatch auf jeden Fall. Machen wir. Fischen da mal rum ein bisschen, zwischen Ufer und dem Patch. So machen wir das, mein Freund. Fisch. It's a nice one. Yes. It's still a zander. It's very funny because it's a big strike, but not today, not today, not today. Okay, go back and don't tell the bass we are here. What's the plan? C, D, E? Plan F. Plan F. Plan. This is not funny, in fact. No, in fact it's not. But I can't believe that. Yeah, it's happened? It's like a stupid nightmare. But the good thing is, we don't have to give away our best lures for the underwater footage. And now? And now? Another spot? Now we go to the wind spot. To there? To the wind spot. Okay. Where is it? There. Okay. And then I'm totally out of ideas. Of course. Zander, I saw it already. And a good one. Kein Kommentar. Great zander fishing today. It's great zander fishing today, yes. Va por así, pez de 1,5 kg, 1,8 kg. 1,5 Kilo, 1,8 Kilo, está lang geschwommen. Si los vemos ahora un poco más abajo, ¿crees? ¡Ay, sigue otro! Noch Nachläufer. Sí, Black Bass. Era bueno. Sí. Venía detrás de esto, ¿verdad? 2 Kilos. Venía detrás, Ja, que sí. Riesending. Junge, Alter, wir sind hier in einem Bereich. Wir haben einen Nachläufer nach dem nächsten. Das ist da, wo wir heute Morgen gestartet sind. Wir haben jetzt... ¿Cuántos vimos ahora? ¿En total 4? No, yo he visto lo menos 6 o 7 peces. 6 oder 7 Fische. Junge, Alter, es ist so viel Schwarzbarsch. Aber es ist tough, die sind vorsichtig. So we've tried our power hour, it didn't save us for what we are doing at the moment. Not at all. But we still have some bullets and we are trying now to get back to the weed area we fished this morning and have a very different approach in the afternoon. Like we suppose the fish will be like deep in the weeds, so we try to go get them where they are, so we will use like heavy line, heavy weights and go flipping these weeds. Also Leute, wir machen jetzt hier 2 unterschiedliche Approaches. Ich fische hier weightless, ein Ika. Das sinkt sehr schnell, das ist aber trotzdem weightless, schwerer Gummi. Und Paul gleichzeitig flippt mit einem schweren, so 1 Uns Bullet durch the Crowd. Der geht einfach mitten durch, runter in dem Crowd. Und wir hoffen, eins von beiden Techniken bringt irgendeinen Fisch aus dem Wasser her. Felt like a bite? Yeah, bite. Cut my leg off. I said the hook was like nothing at the end, but when you are missing a claw on your creature bait, that means something happened. So yeah, basically I'm flipping, so I'm using a straight flipping hook, creature bait, 3/4 or 1 ounce bullet, tungsten of course, and 60-pound braid straight. So basically you just want to go through that heaviest cover you find, and for this you need like heavy style Texas rig.
Wer denkt, dass der Osterhase noch pennt, liegt richtig falsch. Los, Küken! Ein Loch! Und wie ihr seht, wir sind fit. Daher haben wir ein richtig starkes Ostergambling für euch. Mit 8 unterschiedlichen Varianten. Mit einem garantierten Warenwert von mindestens 65 € bis hoch zu 80 € und das für nur 34,99 €. Und mit ein bisschen Glück wird es sogar ein Osternest mit einem Gesamtwert von 100 bis zu abgefahrenen 350 € Warenwert. Und außerdem erwartet euch in jeder Variante eine exklusive Sonderfarbe. Aber nur, solange der Vorrat reicht. Und nur auf Fecht und Barsteh. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. W1 Boat Center. Willkommen an Bord. Ich wüsste nicht, warum dass ich ein iPhone einpacken sollte. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank. Klar. Und viel Glück nachher? Ja, Glück brauchen wir. Wir haben noch nichts gefangen. Ja, ein Fisch. Doch, hier, diese hier. Wir haben auch nichts gefangen. Ne? Ihr habt einen leer gefangen, den Tümpel. Seid doch ehrlich. Gehen doch ehrlich mit uns um, wenigstens, als Freunde. Ja, das ist ohne so Scheiß. Sagen, tut mir leid, Eule, wir haben gestern alles rausgezerrt, was da drin ist. So, Jungs. Macht's gut. Was habt ihr da? Ja. Viel Glück, Leute. Ja. Komisch halt irgendwie, gell? Ja, ich meine, wir haben uns jetzt, muss man auch ganz ehrlich sagen, wir haben uns jetzt auf E-Angelmethode eingeschossen. Gell, oder auf 2. Aha. Herr Frank, ich erkläre dir gleich nochmal die Regeln, okay, dass die nicht zählen. Ja, das Problem ist, sogar als gehört dazu gleich. Also, da musst du 2, 3 drauf hängen auf einmal, so Bündel. Auf ein, also es ist unglaublich, so viel kleine wie diese wie heute haben wir eine ganze Woche nicht gefangen. Also ich verstehe die Welt nicht mehr. Unglaublich, ne? Der hätte jetzt auch mal 800 haben können. Ja, wir müssen auch erstmal Fische fangen. Ja, wir haben den Marc in der Gruppe und so, Alter. Ja, wir müssen ja nicht Erster und werden. Daniel mit dem Anna, also. Wir müssen nicht Erster werden. Ja. Dritter reicht. I hope for the other guys and for you out on the screens that the other guys don't struggle as much as we do. No, otherwise it would be very, very boring. Wow, Okay. it's getting really a mess. So something really weird just happened. I cast my walkie hook and I was waiting for it to fall to the ground. As soon as I could feel there was a fish on, the fish had already gone all around the boat, taking Mark's line, doing a big mess. Mark is still retying his knots. I just try a new cast and let's hope the next fish is the right one and it's not going all around the lake even before we fill it on the walkie. It's unbelievable. Zanders are everywhere in this lake. You cannot avoid them. It's the best one. Go for it. So that? It's big, yeah. Yeah, and it's big. It's gonna jump. And it's big. It's gonna be a game changer. That's a game changer. Come on. Come on, there it is. Yes!
That feels good. Leute, was für ein Ding. Die sind der Bass, die wir gesucht haben die ganze Zeit. Genau die haben wir im Training gefangen. Yeah. Yes. Oh yeah. Okay, 2 more of those and we're back in the game, my boy. Come on. Come on. 1.89. Nice. Nice, nice, nice. Let's get another one. Let's get another 2. That's our best fish today. Let's just let her go back. That's a good feeling. Yes, yes. Okay. Another one. Nice, my boy. Nice. I report that fish. Ah, you know, I caught it on the striking finesse worm. And thanks to Sylvain. Actually, Sylvain Legendre is in another team, but he's also like Fox Rage, striking, same team. And I said, man, can you just give me this KVD Perfect Plastic in that color? Thank you, Sylvain. That's our best fish. Let's get back to it, my friend. Pauls Optimismus war zwar die ganze Zeit ungebrochen, der Bass kommt aber trotzdem aus dem Nichts. Zeck hält man damit erstmal auf Distanz und nach oben ist es nun nicht mehr so weit. Auch Daniel ist wieder etwas zuversichtlicher. Wir haben jetzt echt eine kleine Chance wieder. Also wir wussten auf jeden Fall, wir brauchen mindestens 2 bis 3 Fische, um wieder, sage ich mal, in the game zu sein. Das ist eins davon. Und wir haben immer noch 1,5 Stunden. Und es kann schnell gehen. Manchmal. Échale. Very good. Échale también un poco. So, Freunde, ihr seht's. Wir werden jetzt unsere Köder tauschen und routen. Jetzt heißt es ein bisschen Finesse-Angeln. Wir haben gerade einen Abschnitt geangelt, wo wir extrem viele Nachläufer gehabt haben. Sehr viele Schwarzbarsche gesehen haben in guten Größen. Da waren auch 2 Kilo Fische dabei. Die standen ein bisschen tiefer, die Sonne steht hoch. Vielleicht ist das der Grund, warum sie jetzt quasi ein bisschen runtergeschwommen sind an der Kante. Wir wollen versuchen, die zu bekommen. Die würden uns helfen. Auch wenn es jetzt keine Topwater-Punkte mehr wären. Aber 1, 2 Bomben können uns trotzdem noch ja, das Weiterkommen ins Finale sichern. Oh, qué pedazo de bass. No os mováis. No os mováis. No os mováis. Da ist ein Riesenbass. 2,5 largos tiene. Also hier ist alles voll mit Schwarzbarschen. Jesus. Also einmal zur Technik, wie wir jetzt hier angeln. Wir haben hier etwas tieferes Wasser mit hohen Krautpflanzen, die fast bis zur Wasseroberfläche gehen. Das heißt, wir müssen versuchen, natürlich krautfrei zu fischen. Wir benutzen Offset-Haken und die Köder haben kein zusätzliches Gewicht oder Blei. Die sinken extrem langsam. Und wie man den Köder führt, ist relativ simpel. Er hat jetzt ein Modell, das wird einmal angetwitscht, wenn es auf dem Boden liegt. Danach die lose Schnur wieder eingesammelt. Das Modell, was ich habe, was jetzt so ein paar Haare hat, wird einmal vorsichtig angehoben und dann wieder lässt man den Köder zum Boden sinken. Das ist ein sehr, sehr langsames Fischen, aber falls ihr die erste Folge gesehen habt oder die ersten 2 vom ersten Tag, habt ihr es vielleicht gesehen, dass man damit wirklich ein paar Fische fangen kann. Sieht nicht sehr schön aus, der Köder, aber er ist sehr effektiv. Und schauen wir mal, ob wir jetzt einen davon überzeugt bekommen. Yes! Some action. Some action. Yeah. So, the good news. This one always, this is not a zander, this is a bass. You have to imagine. It's this zander always wanted all his life. He wanted to be a bass. He wanted to be a bass so badly that he was only eating bass lures. You know? So that's a new bass generation. They look like zander, but they feel like bass. And you need to treat them right, you know. You need to accept that they are bass. They are bass. Fuckers. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt sind hoffentlich unsere Barsche wieder da zum Fressen. Da sind sie. Einer, da
Schwimmt da rum, siehst du? Unter uns. Ja. Das ist genau die Güte, die wir brauchen jetzt. Siehst du da? Der ist in die Rinne reingezogen. Sind sie aber drin in der Rinne, ne? Ja, da ist noch einer. Ja, die ziehen da sind sie. Da sind 3, 4 Stück. Okay, gut. Haben wir einen Köder. 3, 4 Stück. Oh, ich habe gedacht, der nimmt den. Eule und Frank wagen am Einlauf einen neuen Anlauf und wir schauen mit Beginn der Schlussphase auch noch einmal auf die anderen Teams. Hearty Rice hat sich im Halbkreis zurück an den allerersten Spot bewegt. Headbanger bleibt dem westlichen Seeteil ebenfalls treu. Triton Cell hingegen angelt auf der Ostseite an einem südlichen Ausläufer. Daniel und Paul treiben weiterhin in Nähe einer Halbinsel, während Mark und Mattia noch einmal richtig Strecke gemacht und das Roughneck vom östlichen Rand des Sees bis ins Mittelstück des westlichen Teils gepeitscht haben und dort veränderte Bedingungen vorfinden. Wow! It's a different day than before down here. That's true. It's 25 degrees more than what we had. It was a long ride back to the starting area and it looks like a different day than what we had before. We were in jackets and it was at least 10 degrees less. We hope we can still find some fish around. It's going to be important to try to make it to the final, so fingers crossed and 1 hour to keep pushing. Right. Oh yeah. Where is the net? In the shit. Of course, we forgot to put it up. Not a big one, but it should keep. Should be. Yeah, it should be a keeper. Okay. The giant of Orellana. Oh wow, yeah, this is what the lake is famous for. The barely 500 grams bass. It's a chunky one, it should be 500. Yeah, it should be 500. Today they shake. 56. Well done. At least we fill the card. 50 after 50. Full card. Der Spotwechsel zahlt sich sofort aus. Dieser 0,56 Kilogramm Bass ersetzt den 0,58 Kilogramm Bass aus dem Garcia Sola, macht aber gleichzeitig den Weg frei für Marks Topwater Bass aus selbigem Gewässer. Das Ergebnis? Full Card. Und möglicherweise die einzige heute, denn es sieht momentan nicht so aus, als würde ein anderes Team noch alle 3 Topwater-Slots füllen können. For drop shotting, if I can tell you one good tip, it's like when you drop your lure, for bass especially, they like to hit the lure on the drop and just then, when they have it in the mouth, they go with it. So if you want a quality bite, it's better to leave your line a little bit on a slack line, so when they pick it up, it actually goes into the mouth, and that's better quality bite, for sure. Vor allen Dingen ist ein Biss, das einfach besser drauf bleibt. Also man sollte generell bei Bass die schon deutlich mehr Zeit geben, als was man gewohnt ist, sage ich mal, bei Barsch oder Zander oder so. Man kann die echt ruhig Zeit geben, um das Köder wirklich reinzunehmen. Für diejenigen, die noch nie hier waren, kann ich wirklich nur empfehlen. Oh! Was? I don't know. If it's a bass, it's a giant. It's a bass, I think. It's coming up. Doesn't look like a bass, but if it's one, it's gonna be really big, I'm telling you. Yeah, I think so. Giant. It's a bass. It's a bass. It's a giant. It's a bass. Yes! Oh man! Yes! Woo! Man, you're... This guy's a machine. This guy is a machine! You know what? My colleague from Extremadura Monster, Jason, just passed by, say hi, and I felt a bite. Thank you, Jason. We got a big one. Leute, ich schaue ehrlich gesagt nur zu. Der Typ macht's echt gut. I've Kann man nicht never anders been sagen. so happy to see my colleague Jason.
I've never been so happy to see my colleague catching a fish, my friend. So, we got it at 0. That must be 2 kilo. That's a 2 kilo fish. 2.06, my friend. Yeah, That's buddy. our first 2 kilo fish in the tournament. What a machine, what a machine. Let's put him back. Ooh. Yeah. Thank you, my man. Oh, thank you, buddy. Erst gut erklärt, dann stark verwandelt. Aber auch Daniel hat mit der kurzen Reaktionszeit am Kescher seine Aktien an diesem Fisch. Starkes Teamwork und vielleicht springt Pauls renitentes Selbstvertrauen am Ende ja doch noch über. That's so intense, you know. All day waiting for these bites and catching them now. Leute, ich will euch was sagen. Paul, ich habe euch von Anfang an gesagt, der Typ ist verdammt confident. Und ich habe ihm gesagt, Alter, ich glaube, du bist zu confident, Mann. Never lose confidence. Ich habe ihm gesagt, Mann, ihr kennt der YPC nicht. Du hast auch nie mit mir geangelt. Ich bringe auch eine gewisse Pech teilweise zu auch ganz guter Anglern. Er hat das alles nicht gekannt. Aber der Typ ist einfach confident geblieben. Oh man, that's crazy. Und my friend was just driving by and saying, like, waving at us like, hey! I turn around, say hey, and feel like, tutu. Go, run to it, he's there. Can you get that? Slowly, 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 slowly. So we are no liars. This area is full with huge bass. Short explanation. We now shut off all fish finders and use the bow engine as less as we can. Only short movements, and maybe they are afraid of the sound. Christopher und Johann lassen nichts unversucht. Die großen Bass scheinen aber ausschließlich anderswo Appetit zu haben. Whoa, careful, because this can be huge. If it's a bass, man, you have something huge. Please be a bass. Please be a bass. It's coming to you now. It's not bad. Oh, it's a big bass. Should I go to him a little bit? Yeah. Okay. Come on, Daniel. Be careful, because when he sees the boat, he can go deep. And he's going right, actually. Careful the motor. Yes, man. Get ready. I'm ready. He's gonna run. Be careful, it's a big fish. It's a big fish. Get it, get it, get it. I can't get it, man. Get it, get it, get it. Yes! That's number 3. Yes! Oh, big belly. Hello, big belly. Yes, my Daniel, look at Yes! Look at this thing, my friend. Oh, I'm happy I could help our team a little bit. Yeah, man, of course, you're helping. First for the motivation. The team is fishing. 0. Yes, my man. Yes, 1.87. That's why we have a net on board for these kind of things. Ding, 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 ding. Let it rain for you and Rizzy. Yes. Take it, my friend. Damit steuert auch Daniel einen Oriana Bass bei und beschert seinem Team die Tabellenführung. Keine 60 Minuten vor dem Ende. In Gruppe A hätte dieser Punktestand fürs Weiterkommen gereicht. Trotzdem ist man sich noch nicht ganz sicher. Genau, was wir gesagt haben vorhin, Leute. Ich meine, das ist das Geile bei Bass. This is really this cool with Bass, what we were saying. You just need those 10, 15, 20 minutes where it goes on, where you find out the pattern, where something works. And it can be an absolute game changer. We wissen natürlich nicht, ob es reicht. We don't know, of course, if it's enough yet. But it definitely, what we do know is we've come onto a certain pattern, what we believe that we can reproduce. Which we've done it now 3 times, which is normally a sign that you can reproduce it. There's other spots. Also es gibt ähnliche Orte und ähnliche Spots wie das, wo es gibt diese steile, sage ich mal, Abfälle mit den Steinen, dass man schnell, sage ich mal, auf 8 Meter fällt.
bis 8 bis 10 Meter. Und genau sowas würden wir jetzt fischen. Und ich bin ehrlich gesagt immer noch zuversichtlich, wir könnten noch 1 oder 2 Fische noch fangen. Und das glaube ich, wenn wir das wirklich hinkriegen, 2 Fische noch, dann würde ich sehr sicher fühlen, ehrlich gesagt, in der Top 3 zu sein. Aber wenn das nicht reicht, dann haben die anderen einfach einen richtig kranken Tag gehabt, alle 3. Aber auf jeden Fall fühle ich mich deutlich besser als vor einer Stunde. Mein Gott, ein Riesenschwitz bis jetzt. Geile Route, Dicker. Okay, Frank. Abfahrt. Abfahrt, oder? Ja. Die Bucht nochmal oder? Ich weiß es auch nicht mehr großartig. Eigentlich würde ich jetzt fast nur noch sagen, irgendwie mit Ködern schnell Strecke machen und wenn du Glück hast, bleibt irgendwo noch einer hängen. Das wäre jetzt so eigentlich, wo ich sagen würde, macht Sinn. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ein bisschen niedergeschlagen. Meine Hoffnungen waren doch ein bisschen größer. We do what we do. Muss ich ehrlich gestehen. Nach dem, was wir hier an Erfahrung gesammelt haben und immer wiederholt haben, die Fische da zu fangen. Das ist Angeln. Jungs, das ist Angeln. Heute so, morgen so. Wenn es Fangen ist, wäre es gar nicht so schön. So, wir haben jetzt so viele Fische gesehen. Wir haben eine halbe Stunde jetzt investiert, ein paar Sachen ausprobiert. Aber wir sehen sofort die Reaktion. Egal ob jetzt ein Twitchbait oder irgendein Finesse-Wurm. Die haben wirklich keine Lust gehabt, diese Fische. Und Sido meint, die machen gerade Siesta. Die fressen wollen, die gehen ans Ufer und die sind ein bisschen tiefer gewesen und die waren wirklich nur am Chillen und haben sich null für irgendeinen Köder interessiert. Noch nicht mal hinterher geschwommen oder so, die haben sich sofort umgedreht und sind weggeschwommen. Das ist Zeitverschwendung, hier weiter zu angeln. Wir probieren jetzt ein paar andere Stellen, aber diesen Spot, der Spot war krass. Also ich habe noch nie so viele Schwarzbarsche gesehen, das war wirklich spektakulär. Heavy the line. What? Heavy the line here. Yeah, mine. It's a nice fish. Yeah, for sure. Yes, it is. Yes, on the net. Oh my God! We saved the plane, man! Oh man! Nice fish. It's not a monster, but no. It's a nice fish. Yes! We saved the honor, my friend. Yeah. Totally. Big attack. Evolution. Yes, it is. 1.58. Okay, keeper. Very nice fish.
Beautiful. Nice one. This is my man. And you are my captain, my friend. Come on. Yes! Another one, please. Ja. Der Ehrentreffer und ich gönn's den Jungs. Damit ist nur noch ein einziges Team ohne jeden Wertungsfisch am Oriana. Von dem bestelle ich mir auch erstmal ein paar. Hier richtig cool, wie der läuft. Ja, der funktioniert ab und zu echt gut. Aber sicher. Ist das der Platz unserer letzten Hoffnung, Frank? Frank? Jo. Ah, dann. Jetzt pass auf. Aber er sieht ja richtig geil aus. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt pass auf, was Eddie die Krabbe alles kann. Die gewinnt noch so ein Turnier. Ah, ich sehe ihn. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Guck mal. Kleine oder was? Kleine, Alter, Junge. Ach Gott, die sind sogar als Köder zu groß. Die kannst du als Köder für Köder nehmen. Porca miseria. Da ist er. Ich hab ihn. Ja, Mann. Da ist er. Genau den habe ich gesehen. Genau den habe ich gesehen. Nein! Er stützt. Genau den habe ich gesehen. Da waren wir einfach zu schnell, Lena. Dann hätte man noch mal gehen lassen sollen. Die Schnur ist ans Netz gekommen. Ich hatte kurz Druck vom Netz drauf. Oh. Tut mir leid, Frank. Hey. Bitte? Tut mir leid. Du, ach, alles gut, Markus. Wir angeln zusammen, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Wir machen alles zusammen, alles gut. Ich habe nicht gedacht, dass der so schnell hochkommt. Alles gut. Ich wollte dir nicht so viel Zeit geben. Ja, ich hab's gemerkt. Alter, ich kann das nicht glauben. Alter, jetzt bin ich durch. Na ja, ist klar, weißt, Frank, Alter, weil das war ein richtig guter Fisch. Das war der größte von unserer Karte. Got him. It's not big. It's not big. It's not big. Won't help, I think. What is the smallest? The 560, right? Yeah. 580. 580. Confirmed? Yeah. Confirmed. 580. 20 grams. We gained 20 grams. Little by little. So Leute, wir wollen jetzt weiter tief angeln. Wir waren vorhin in diesem einen Spot, wo ich direkt mehrere Zander bekommen habe, auf dem Free Rig. Wir gehen wieder jetzt dahin. Wir haben im Trading schon ein paar sehr, sehr große Bass da gefangen. Und deswegen fahren wir jetzt schnell dahin. Und wir haben immer noch 25 Minuten. Wenn wir da sind, immer noch 20 Minuten. Und da hoffen wir, dass vielleicht die Bass sind wieder da. So, los geht's. Daniel und Paul wollen noch ein Sicherheitsupgrade. Zack hat die letzte Chance zum Anschluss wahrscheinlich gerade verspielt. Oder gibt es hier doch noch eine unwahrscheinliche Wendung? Eis da. Tienes 500 gramos. Puede ser. Der eine Haken ist im Rücken, ne? So, Freunde, 550 Gramm. Das heißt, der Fisch hatte Maß und das ist der letzte Fisch, den wir benötigen. Der letzte Topwater-Fisch. Das Einzige, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist, dass im Drill hat sich der Fisch den Drilling aus dem Maul losgeschüttelt, hing aber noch im Rücken am letzten Drilling. Ich weiß jetzt nicht, wie es dabei aussieht, ob der Fisch jetzt zählt oder nicht. Ich werde den jetzt erstmal der Turnierleitung melden und einfach nur beten. Wir haben noch 20 Minuten Zeit. Ich würde jetzt am liebsten noch einen hinterherlegen, dass wir einfach keine Kopfschmerzen mehr haben und die Full Card. Also jetzt heißt es bang, aber ja, es freut mich um den Fisch. Ich weiß nicht, ob ich mich später darüber ärgern werde. Mal gucken, wie das Ganze ausgeht. Wir machen weiter. 20 Minuten haben wir noch. Die Regeln sind klar. Mindestens ein Haken muss unmittelbar vor dem Keschern im Maulbereich hängen. Letztlich ist das aber egal, denn auch so ist Tritonzells Vorsprung zu groß, als dass Eule und Frank hier noch aufschließen könnten.
Insofern wollen wir die letzten Minuten nicht künstlich in die Länge ziehen. Bevor wir die Angler zu Wort kommen lassen und zur Ergebnisverkündung schreiten, haben wir aber noch ein Bonbon für euch. Fish. Yes. Yeah. Yeah. You're the man. I don't know if I'm the man, but I'm the man with the fish on the line. But I don't know what it is, but I think it's bass. It came up. Yeah. Yeah. It is a very nice one. Be ready for the Careful. net. Be ready with the net. Yeah, I'm ready. I don't know that if he's very good hooked. Walk up, not under the boat, not under the boat, not under the boat. Not under the boat. Come on. No. Yes! Yeah! Huge one. You saved your honor? Yeah. I saved my honor. Yes! 2, 2, 1. 2, 2, 2, 2, 2, 1. 2, 2, 1. Amazing. You are my man. 2 to 1 on the Red Shadow crankbait. Perfect rod for crankbait fishing, spinnerbait and everything else. Yeah. So. Wow. Intense the last few minutes. Intense the last few days, I would say. It's true. So thanks for watching. Thanks for watching so far. Hope we'll be still in the next episodes. Thank you for supporting Ilex and Ganki, and see you soon. Let's have a drink. Wow, dehydrated. Totally dehydrated. Leute, ich freue mich auf die Ergebnisse. Ich hoffe, wir sehen uns im Finale. Wenn nicht, dann ja, tschüss vom Spanien. Cheers, my man. Ciao. Ja, woran hat es denn gelegen? Woran es gelegen hat, wenn wir es gewusst hätten, hätten wir es anders gemacht. Tja, ist halt so schade, dass unser schlechtester Angeltag genau am wichtigsten Tag ist, gell? Aber das ist halt so. Wir nehmen es mit Fassung. Jungs und Mädels, Team Zeck verabschiedet sich. Bye. Bye, bye. Buenacho. Das war's. Das war der zweite Tag. Und ja, wir wissen jetzt noch nicht mal, ob wir eine Fullcard haben oder nicht. Ob der eine kleine... Y nada, lo pasamos bien contigo. Gracias. A ver qué tal va la cosa. Er hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gehabt. Por mi parte espero que nadie haya pescado. Ich hoffe, dass die anderen auch nicht so gut gefangen haben. Wir fahren jetzt zurück. Wir sind gespannt auf die Siegerehrung. Ob wir es vielleicht mit ein bisschen Glück gemacht haben ins Finale oder nicht. Wir haben auf jeden Fall alles gegeben, hatten eine Menge Spaß. Obwohl ich kein Bassangler bin, hatte ich eine Menge Spaß und viel gelernt von meinem guten Freund Ciro. Vámonos. A ver quién pasa al finale. Vámonos. And thanks for watching, you guys. Next time I will train more and catch more. I hope. So, hats off for the one that win this qualification round, and good luck for the future. We have a lot of friends in the show, so go for it. Bye bye, guys. Bye bye. We told you this morning, go big or go home. Now, too big. We go big and we go home. But that's fishing. We don't know. We don't know. We are not in the final. But a lot of fun in the boat. Yeah. It was an amazing hard day for sure. Yeah, we learned a lot. Yeah. But we have to learn more. I hope so. We are out. Bye bye. Cheers, guys. Nice time. So, first of all, I would like to thank you all to come down here to sunny Spain. It's a lot of effort for all of the teams to come here and to fish in the YPC Bass, and it was not rewarded for everyone. I know that. Or at least not in terms of bass fishing. I think everyone caught a lot of fish, but maybe not the right ones. So some teams had
2 very tough days. Some teams had at least 1 very tough day. I think nobody had easy fishing during the 2 days, that's for sure. And yeah, the 6th place is a team that had 2 very tough days. So they don't make it to the finals, but I want to thank Team Headbanger for coming down and doing this experience with us. Thank you. Second team that will not make it to the finals, had a tough first day and a tough second day. They found big fish, but a bit too late. So Team Hearty Rice finished 5th, but caught some decent bass today. Thanks. So that leaves us with 4 teams. 1 team has a full card, a second team has almost a full card. They hooked the topwater fish, but it didn't count because the hook was lost in the mouth, and when it got into the net, was only hooked at the back with a second treble. So this is not a full cut then. And 1 team has 8 fish. And the funny thing is that the team with the 8 fish is winning this group. Congratulations to Team Lure Drop with Paul and Daniel. The only team with a full card in this group is the winner of 2022, and they also make it to the finals. Congratulations to Team Ilex. Well done, guys. So that leaves us with Team Tritoncell and Team Zek. They were both pretty close together after day 1. Team Zek caught some really good fish today, but since they were all Zenders, Team Tritoncell goes to the next round. Hi, Tony! Congratulations. Das war's also mit der Gruppenphase. Wir verabschieden uns von Zek, Hearty Rice und Headbanger. Team Lure Drop, Ilex und Tritoncell hingegen komplettieren das große Finale und treffen dort auf Fish & Chip, B1 und Fischers. Mit Ilex und B1 sind also die Champions von 2022 und 2023 vertreten. Melanie und Sylvain haben sich durch ihre Vorrundenleistung in den engsten Favoritenkreis geangelt. Aber auch Daniel beweist nicht nur wegen seines kurzfristigen Königstransfers für Team Lure Drop erneut ein sehr gutes Basshändchen. Gleichwohl sollte man weder Fischers noch das bisherige Überraschungsteam Tritoncell unterschätzen, denn spätestens seit letztem Jahr wissen wir, auch Underdogs haben Zähne. Wenn ihr wissen wollt, wer das Ding am Ende holt, schaltet nächsten Sonntag um 18 Uhr bei der ersten von 2 Finalfolgen ein. Und bis dahin kommentiert mit eurem Favoriten und schließt eine Wette mit euren Freunden ab. Zum Beispiel über Geschenkgutscheine bei uns im Shop. Hasta luego und ciao!